Die Arbeit an dem Projekt Wunderline bedeutet für mich ein sehr interessantes Projekt. Es ist eine meiner schönsten Projekte, die ich gemacht habe. Eine bewegliche Brücke als Hubdrehkonstruktion in dieser Größenordnung gibt es in Europa kein weiteres Mal. Der Neubau der Friesenbrücke und der Umbau der Wunderline bedeutet für Studierende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Europäer und Europäerinnen, dass sie sich wieder frei und mobil zwischen den Grenzen bewegen können. Die alte Friesenbrücke war ein Denkmal und das, was wir hier gerade aufbauen, wird auch in Zukunft ein Denkmal. Und von daher gesehen hoffen wir, dass wir für die Menschen hier vor Ort einfach, muss man schon sagen, Wahrzeichen schaffen können. Die Wunderline ist eine 173 Kilometer lange Strecke zwischen Groningen und Bremen. Sie verbindet zwei Länder, die Metropolregion Nordwest, Groningen-Assen und viele Gemeinden und Städte an der Strecke. Außerdem ist die Wunderline ein wesentliches Bindeglied im europäischen Schienennetz. Sie verbindet Amsterdam mit Hamburg und Skandinavien. Die Baustufe 1 der Wunderline umfasst den Bereich zwischen Ierhofe und Bad Nieuwschans. Das liegt schon in den Niederlanden. Auf den 18 Kilometer wird der komplette Oberbau erneuert. Dazu gehört Schiene, Schwelle, Schotter sowie die darunter liegende Schicht. Außerdem werden hier die Brücken erneuert. Es wird ein neues Kabelführungssystem gebaut und auch die ganze Signaltechnik wird erneuert. Durch den Ausbau der Wunderline wird die Streckengeschwindigkeit erhöht und die Fahrzeit um 20 Minuten verkürzt. Insgesamt fährt man dann 2,5 Stunden zwischen Bremen und Groningen. (2015) wurde die Friesenbrücke durch einen Unfall mit einem Frachter zerstört. Seitdem klafft eine riesige Lücke auf dem Streckenverlauf der Wunderline. Durch den Unfall wurde der Ersatzneubau der Friesenbrücke technisch wie auch politisch zum wesentlichen Puzzleteil für die Umsetzung der Wunderline. Gegen den Wiederaufbau in 1:1 Verfahren sprach, dass wir die Anforderungen aus der heutigen Zeit nicht mehr abbilden konnten. Wir haben uns dann gemeinsam für eine zukunftsweisende Lösung entschieden. Mein liebstes Detail an der Friesenbrücke ist natürlich die Maschinentechnik. Der Drehpfeiler der Achse 30 ist vergleichbar mit einem kompletten Wohnhaus, was im Fluss errichtet wird und was nachher den gesamten Maschinenbau und die Elektrotechnik auch beinhaltet. Abgesehen davon finde ich es auch einfach faszinierend, ein Bauwerk zu errichten, was für 100 Jahre ausgelebt ist und dementsprechend mich überdauern wird. Wir reaktivieren natürlich die Bahnhöfe jetzt wieder. Wir wollen mehr Reisende, mehr Kunden auf die Schiene bringen. Das macht einen stolz und verbindet hier auch die Bevölkerung wieder untereinander. Durch den Neubau der Friesenbrücke, der Reaktivierung der Haltepunkte in Ierhofe und Bunde und den Ausbau der Wunderline wird Bahnfahren wieder attraktiver und stellt somit eine echte Alternative zum Auto dar.